In einer regnerischen Frühlingsnacht im Jahr 2024 rückten Beamte der Sheriff-Behörde des Bezirks Scott zu einem Unfallort etwa 11 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Davenport, Iowa, aus. Der Fahrer eines Autos war gegen einen Pfosten geprallt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auf den ersten Blick sah alles nach einem gewöhnlichen Fall von Trunkenheit am Steuer aus, doch als der Fahrer wieder zu sich kam, nahm die Situation eine beunruhigende Wendung. Zunächst war er in seinen Aussagen verwirrt, doch bald erinnerte er sich und erzählte etwas, das die Polizeibeamten schockierte. Der 31-jährige Ortsbewohner namens Christopher Lee Behal konnte nicht erklären, wo er sich befand und woher er kam. Irgendwann vermutete er, dass er in einem Krankenhaus sei. Auf die Frage, woher er komme, antwortete er, dass er sich weder an sein Zuhause noch an seine Adresse oder andere Orte erinnern könne. Um festzustellen, ob der Mann Verletzungen hatte, untersuchte ein Polizist den Innenraum des Autos. Es wurden keine Alkoholflaschen oder verbotenen Substanzen gefunden, aber auf dem Boden neben Christophers Füßen lag ein Messer, was Alarm auslöste. Er war barfuß, einer davon blutig. Auf die Frage, wo seine Schuhe seien, zuckte der Mann nur mit den Schultern. Er konnte sich nicht erinnern, woher er kam und was er vor dem Unfall gemacht hatte. Während der Regen auf den Straßenrand prasselte, nahm Leutnant Leonard das Messer aus dem Innenraum und legte es auf das Dach des Autos. Die Klinge war mit Blut bedeckt, das jedoch sofort vom Regen abgewaschen wurde. Christopher hatte eine kleine Wunde an der Seite, aber nichts Ernstes. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Beamten davon aus, dass er sich versehentlich geschnitten hatte. Die Zulassung des Fahrzeugs bestätigte, dass es Christopher Behal gehörte. Die Adresse in den Papieren wies auf die Wohnanlage Crestview in Parkwood hin, wo Christopher mit seiner Freundin, der 31-jährigen Taylor Lee McKee Escontrias, lebte. Der stellvertretende Sheriff namens Turner fuhr zu ihrer Wohnung und klopfte an die Tür, aber niemand öffnete. Es war still, kein Laut war zu hören. Der Versuch, Taylor über die gefundene Telefonnummer zu erreichen, blieb erfolglos. Von außen sah alles ruhig aus. Es gab keine Anzeichen von Unruhe oder Gefahr. Da Turner nichts Verdächtiges entdecken konnte, beschloss er, nicht hineinzugehen und kehrte nach Davenport zurück, wo Christopher zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus lag. Dort wurde er wegen leichter Verletzungen und starker Alkoholvergiftung behandelt. In der medizinischen Einrichtung wurden Christopher seine Rechte vorgelesen und ein Alkoholtest durchgeführt. Dazu wurde eine spezielle Methode zur Verfolgung der vertikalen Augenbewegung verwendet. Dabei wird die Bewegung der Augen des Probanden bei unbeweglichem Kopf beobachtet. In der ersten Phase fiel es Christopher schwer, den Kopf stillzuhalten, aber nach einigen Versuchen konnte er die Anweisungen befolgen. Das Verhalten seiner Augen bestätigte die Anzeichen einer Trunkenheit. Eine anschließende Blutuntersuchung ergab einen Alkoholgehalt, der 4-mal über dem zulässigen Grenzwert lag. Christopher wies keine schweren Kopfverletzungen oder Anzeichen einer Gehirnerschütterung auf. Die Ärzte diagnostizierten lediglich eine Alkoholvergiftung, eine oberflächliche Schnittwunde an der Seite und einen niedrigen Kaliumspiegel im Körper. Allmählich begann er klarer zu sprechen, aber sein Gedächtnis kehrte noch nicht zurück. Er konnte nicht erklären, wie das Messer in den Innenraum des Autos gelangt war. Er schien vage zu ahnen, dass es dafür eine Erklärung gab, konnte sich aber nicht daran erinnern. Als Deputy Sheriff Turner begann, weitere Fragen zu dem gefundenen Messer zu stellen, wurde Christopher unruhig. Er fragte, ob seine Hände blutverschmiert gewesen seien, als er ins Krankenhaus gebracht wurde. Am meisten beunruhigte ihn eine Frage, ob mit seiner Freundin Taylor alles in Ordnung sei. Er behauptete, dass sie auch zuvor nachts nicht ans Telefon gegangen sei, bestand jedoch darauf, dass jemand von den Mitarbeitern zu ihrer Wohnung zurückkehren und sich persönlich vergewissern solle, dass mit ihr alles in Ordnung sei. Irgendwann gab Christopher zu, dass ihm schreckliche Bilder durch den Kopf gingen und er Angst hatte, ihr etwas angetan zu haben. Er sagte, er glaube nicht, dass er so etwas tun könnte, da es nicht seiner Art entspräche, aber in seinem Kopf tauchten Bilder auf, wie er mit einem Baseballschläger zuschlug. Dieser Gedanke löste bei ihm panische Angst aus. Er sagte, er sei sich nicht sicher, ob das wirklich passiert sei, aber er wolle unbedingt, dass jemand nachsehe, ob Taylor noch am Leben sei. Nach dem Gespräch mit ihm fuhr Officer Leonard erneut zum Wohnkomplex Crestview, wo sich die Wohnung von Christopher und Taylor befand. Diesmal versuchten die Beamten, die Tür der Wohnung Nummer 4 zu öffnen. Sie war nicht verschlossen, aber etwas hinderte sie daran, sich zu öffnen. Als sie die Tür einen Spalt weit öffnen konnten, wurde klar,
dass der Durchgang durch Taylors Leiche blockiert war, die in der Tür lag. Sie zeigte keine Lebenszeichen. Die Tat war äußerst brutal. Im Inneren der Wohnung fanden die Polizeibeamten zahlreiche Spuren eines Kampfes. Taylor wies Verletzungen auf, die mit einem Baseballschläger, einem Messer und einem Schraubenzieher verursacht worden waren. Insgesamt wurden fast 60 Wunden gezählt. Spuren des Kampfes wurden in mehreren Bereichen der Zwei-Zimmer-Wohnung gefunden, im Flur, in der Küche, im Wohnzimmer und schließlich im Bereich der Eingangstür. Auf dem Sofa im Küchenbereich lag ein blutverschmierter Schläger. Neben dem Waschbecken lag die abgebrochene Spitze eines Schraubendrehers. Das Messer, das zuvor von Officer Leonard sichergestellt worden war, war ebenfalls benutzt worden. Obwohl der Regen einen Teil der Blutspuren weggewaschen hatte, bestätigte die DNA-Analyse, dass das Blut von Taylor stammte. Taylor war die Tochter von Michael Markey und Lisa Rosenberg. Sie wurde 1993 geboren und wuchs in Davenport, Iowa auf. Sie besuchte die örtliche Highschool. Nach dem Schulabschluss begann sie in einem Schönheitssalon zu arbeiten, zunächst als Assistentin, dann absolvierte sie eine Ausbildung zur Maniküre. Taylor wurde früh Mutter. Sie hatte 2 Kinder, Lila und Julian. Allerdings ist aus den verfügbaren Quellen nicht ersichtlich, wo genau ihre Kinder zum Zeitpunkt ihres Todes lebten. Taylors Privatleben verlief nicht besonders glücklich. Männer kamen und gingen, weil sie ihre Unabhängigkeit nicht ertragen konnten oder ihr im Gegenteil wehtaten. Ihre Familie erinnerte sich an Taylor als eine offene und aufrichtige Frau, das von Herzen lachen konnte, das Kochen liebte und die Zeit mit ihren Lieben schätzte. Trotz ihres hellen Charakters kämpfte Taylor während ihres gesamten Erwachsenenlebens mit einer Sucht. Während ihrer Behandlung lernte sie Christopher kennen. Er stammte ebenfalls aus Davenport und arbeitete nebenbei als Kameramann in der Produktion. Sie trafen sich in einem Rehabilitationszentrum in Buffalo. Während des Programms besuchten sie gemeinsam Kurse, arbeiteten daran, ihre Sucht zu überwinden und kamen sich allmählich näher. Aus ihrer Beziehung wurde eine romantische. Im Oktober 2023 gaben sie offiziell bekannt, dass sie ein Paar sind. Nach Abschluss der Reha zogen sie sofort zusammen, aber schon am nächsten Tag nach ihrer Entlassung fingen beide wieder an, Alkohol zu trinken. Die Beziehung zwischen Christopher B. Hall und Taylor war nicht einfach. Es war eine von Widersprüchen geprägte Beziehung, in der Liebe und Zuneigung oft mit Spannungen und Ausbrüchen von Aggression einhergingen. Taylor erzählte ihren Freundinnen mehrmals, dass Christopher besonders nach dem Konsum von Alkohol sehr aufbrausend werde. Obwohl er ihr gegenüber nüchtern aufmerksam war, verlor er im betrunkenen Zustand die Kontrolle über sich selbst, und Taylor hatte das Gefühl, auf Messers Schneide zu stehen. Dennoch blieb sie bei ihm und begründete dies damit, dass sie an seine innere Güte glaubte, auf Veränderungen hoffte und der Meinung war, dass man jedem eine Chance geben sollte. Es gab Zeiten, in denen es tatsächlich besser wurde. Christopher ging zur Arbeit, sie planten gemeinsam ihre Zukunft und diskutierten über einen Umzug. Doch nach solchen guten Phasen folgte jedes Mal ein erneuter Absturz. Streit, Eifersuchtsszenen, Vorwürfe. Christopher hatte laut Bekannten einen besitzergreifenden Charakter und war oft der Meinung, dass Taylor sich seinem Willen unterwerfen müsse. Trotzdem ging die junge Frau nicht zur Polizei und versuchte, die Streitigkeiten nicht nach außen zu tragen. Sie schrieb ihren Freunden Nachrichten, in denen sie ihre Besorgnis andeutete, sagte aber, dass sie das schon schaffen würde. Ihr Umfeld wusste, Taylor gehörte zu den Menschen, die bis zuletzt daran glauben, dass sie die Situation und den Menschen an ihrer Seite ändern können. In Briefen an ihre Angehörigen kurz vor der Tragödie gab sie zu, dass sie um ihre Sicherheit fürchtete, bat aber darum, niemandem etwas zu sagen. Ihre Beziehung war geprägt von Angst, Hoffnung und inneren Widersprüchen. Es war eine emotionale Falle, aus der Taylor trotz ihres Bewusstseins für die Gefahr nicht entkommen konnte. Christopher B. Hall wurde am 5. September 1993 in Iowa in eine Familie geboren, die, wie sich herausstellte, nur noch aus Gewohnheit existierte. Sein Vater arbeitete als Schweißer, war oft auf Geschäftsreisen und kam gereizt und nach Alkohol riechend zurück. Seine Mutter litt unter Depressionen und verbrachte die meiste Zeit in ihrem Schlafzimmer, aus dem der Ton eines alten Fernsehers drang. Im Haus herrschte eine unruhige Stille, die jeden Moment von Schreien unterbrochen werden konnte. Christopher lernte schon in seiner frühen Kindheit, was es bedeutet, sich vor Familienstreitigkeiten im Schrank zu verstecken. In der Schule war er ein stiller, angespannter Teenager. Die Lehrer sagten, er sei intelligent, könne aber nicht im Team arbeiten.
Einer von ihnen erinnerte sich, wie Christopher einmal ein Bild gemalt hatte, auf dem ein Mann in Flammen stand, aber lächelte. Schon damals war die Dunkelheit in ihm zu spüren. In der Oberstufe begann er Alkohol zu trinken, den er mit 13 Jahren zum ersten Mal probiert hatte. Er hatte eine Flasche von seinem Vater gestohlen und sie allein im Keller ausgetrunken. Nach der Schule versuchte Bihal, sich für einen Automechanikerkurs an einem College einzuschreiben, brach diesen jedoch nach einem halben Jahr ab. Er hatte Schwierigkeiten, mit dem Druck umzugehen und geriet immer häufiger aus der Bahn. Eine Zeit lang arbeitete er in einer Autowerkstatt, dann in einem Lagerhaus und nebenbei als Kurier. Er konnte nirgendwo länger als ein paar Monate bleiben. An einem Ort wurde er nach einem Vorfall mit einem Kunden, den er bedroht hatte, entlassen. Damals vermuteten seine Kollegen zum ersten Mal, dass er psychische Probleme hatte. Die Ärzte diagnostizierten bei Christopher eine Borderline-Persönlichkeitsstörung mit Anzeichen von paranoidem Denken. Er lehnte jedoch eine Therapie ab und behauptete, alle Psychiater würden lügen und versuchen, sich in seinen Kopf zu versetzen. Mit der Zeit bekam er akustische Halluzinationen. Er erzählte, dass er seine Nachbarn über ihn reden hörte und dass jemand nachts unter seinem Fenster flüsterte. Seine Beziehungen zu Frauen waren instabil. Von Leidenschaft zu Aggression war es nur ein Schritt. In einer seiner früheren Beziehungen, so seine Ex-Partnerin, habe er einmal die Kühlschranktür zertrümmert und den Fernseher kaputt gemacht, um dann weinend auf ihrem Schoß zu sitzen und zu sagen, dass er Angst vor sich selbst habe. Als er Taylor kennenlernte, wurde sie für ihn zu einem Anker. Er nannte sie seine Heldin und sagte, sie sei die Einzige, die verstehe, was in ihm vorgeht. Aber nach und nach wiederholte sich das alte Muster. Er kontrollierte sie, war eifersüchtig, überprüfte ihr Handy und zwang sie, alle Männer aus ihren sozialen Netzwerken zu löschen. Manchmal verschwand er für mehrere Tage, kam dann mit Geschenken zurück und versprach, dass alles anders werden würde. Kurz vor der Tragödie verlor er immer mehr den Bezug zur Realität, behauptete, er werde verfolgt und bat Taylor, die Spiegel zu verdecken und nach Mitternacht nicht mehr hineinzuschauen. Am Tag der Tat war er laut Freunden still und verschlossen und verhielt sich ziemlich seltsam. In der Wohnung, in der sich die Tragödie ereignete, fanden die Ermittler nur vereinzelte Hinweise, die einen ungefähren Eindruck davon vermitteln, was in den letzten Minuten vor dem brutalen Angriff auf Taylor passiert war. In den Schränken im Schlafzimmer gab es nichts Auffälliges. Auf den Nachttischen standen Kleinigkeiten und auf dem Boden lag eine Tasche. Im Badezimmer gab es keine Spuren einer Reinigung. Im Hauptschlafzimmer lag jedoch neben dem Kopfkissen eine fast leere Plastikflasche aus der Wodka-Bar. Auf dem Laken war ein kleiner Blutfleck zu sehen, der vermutlich von einer Berührung mit dem Finger stammte. Der Deckel der Flasche und Christophers Handy lagen ebenfalls auf dem Bett. Das zweite Telefon, das Taylor gehörte, wurde in der Küche gefunden. In der Nacht der Tragödie versuchte Taylor über Facebook Messenger 2 Bekannte zu erreichen. Der erste war Michael Holland. Sie bat ihn, sie abzuholen. Das war schon einmal vorgekommen. Michael hatte ihr schon mehrmals geholfen. Er sprach in dieser Nacht mit ihr am Telefon und stellte fest, dass sie emotional war und wahrscheinlich getrunken hatte. Er selbst hatte auch ein paar Gläser getrunken und lehnte es daher ab, sich ans Steuer zu setzen. Er versuchte, ihr über Uber ein Taxi zu bestellen, aber die Fahrt zu seinem Haus hätte $150 gekostet, was zu teuer war. Er versprach, sie am nächsten Morgen abzuholen, aber sie rief nicht zurück. Die zweite Nachricht um Hilfe schickte Taylor an einen Klassenkameraden namens Nick. Es war bereits nach 23 Uhr. Nick sah die Nachricht erst am Morgen gegen 7 Uhr. Taylor schrieb, dass Christopher schuld sei, wenn ihr etwas zustoße. Dann fügte sie hinzu, er solle nicht antworten, weil Christopher sich unangemessen verhalte. Trotzdem rief sie nicht den Rettungsdienst. Christopher wurde festgenommen, als er noch im Krankenhaus war. Nach der Aufnahme wurde er auf die Wache gebracht, wo er von der Polizei verhört wurde. Zum Zeitpunkt des Verhörs war er bereits wieder nüchtern. Ohne Anwalt begann er, sich an Bruchstücke der Ereignisse zu erinnern. Innerhalb weniger Stunden erzählte er 2 unterschiedliche Versionen. In einer behauptete er, dass er und Taylor Karten gespielt hätten. Irgendwann habe Taylor angefangen, sich emotional zu verhalten, er habe versucht, sie zu beruhigen, und sie hätten sich zusammen auf das Bett gelegt. Seinen Angaben zufolge könne er sich an fast nichts mehr erinnern, bis er mit einem Baseballschläger auf die Eingangstür eingeschlagen habe. Christopher erinnerte sich, wie Taylor in die Küche ging und in Panik geriet. Er verstand nicht, was sie tat und versuchte, ihr den Schläger wegzunehmen. Dann rannte sie ins Wohnzimmer. An die weiteren Ereignisse erinnerte er sich nur vage.
Er sagt, er erinnere sich ungefähr daran, wie er den Baseballschläger genommen und sie geschlagen habe. Ansonsten waren seine Erinnerungen fragmentarisch. Er konnte keine klare Abfolge der Ereignisse rekonstruieren. Christopher sagte, dass er nach dem Vorfall verwirrt dastand und überlegte, ob er ins Schlafzimmer zurückkehren oder einfach die Schlüssel nehmen und gehen sollte. Christopher berichtete, dass er sich nach dem Verlassen der Wohnung an nichts mehr erinnern konnte, bis er im Krankenhaus aufwachte. Er konnte den Ermittlern nicht erklären, was genau ihn zu dem Angriff auf Taylor veranlasst hatte. Seinen Angaben zufolge gab es tatsächlich Schwierigkeiten in ihrer Beziehung. Er hatte das Gefühl, dass Taylor ihm gegenüber kalt war und ihm zu verstehen gab, dass er nicht Teil ihres Lebens war. Sie habe ihm oft Vorwürfe gemacht und ihn herabgewürdigt, weshalb Christopher sich überflüssig fühlte. Trotzdem behauptete er, dass er sie liebte und versuchte, die Beziehung zu retten. Die Ermittler ließen Christopher eine Weile allein, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Seine Schilderung stimmte nicht mit dem überein, was sie am Tatort gesehen hatten. Insbesondere erwähnte er nicht die Ereignisse im Flur und in der Küche, obwohl die Spuren eindeutig darauf hindeuteten, dass der Angriff in einem Teil der Wohnung begonnen hatte und sich dann in andere Räume verlagert hatte, bis er an der Eingangstür endete. In Bezug auf das Messer erinnerte er sich nur daran, dass er eine Schnittwunde davongetragen hatte. Von einem Schraubenzieher wusste er überhaupt nichts. Er erklärte, dass Alkohol sein Leben zerstört habe und er nicht verstehe, wie er so etwas tun konnte. Christopher erinnerte sich, dass er und Taylor nicht zum ersten Mal zusammen getrunken hatten, aber zuvor sei es nie zu solchen Vorfällen gekommen. Er war ratlos, warum alles gerade in dieser Nacht passiert war. Als die Vernehmung fortgesetzt wurde, setzten die Ermittler Christopher unter Druck und forderten ihn auf, die Lücken in seiner Aussage zu füllen. Da begann er Vermutungen anzustellen. Möglicherweise habe er, nachdem die Schläge zu weit gegangen seien, Taylor mit einem Messer gestochen, um ihre Qualen zu beenden. Er selbst war sich dieser Version nicht sicher, da seine Erinnerungen an diese Nacht verschwommen waren. Die Ermittler wiesen auf Unstimmigkeiten zwischen seinen Aussagen und den materiellen Beweisen hin. Blutspuren wurden nicht nur auf dem Baseballschläger und dem Messer gefunden, sondern auch an anderen Stellen in der Wohnung, was darauf hindeutete, dass der Angriff an mehreren Stellen stattgefunden hatte. Christopher konnte nicht erklären, warum sich das Blut an diesen Stellen befand. Er behauptete erneut, sich nicht an die Verwendung des Schraubenziehers zu erinnern, schloss jedoch nicht aus, dass dieser benutzt worden sein könnte. Vor Gericht wurde Christopher wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Um seine Schuld zu beweisen, musste die Staatsanwaltschaft nachweisen, dass die Handlungen des Angeklagten böswillig und vorsätzlich waren. Die Verteidigung räumte die Tat ein, er hatte Taylor tödliche Verletzungen zugefügt. Die Gerichtsmedizin stellte fest, dass der Tod durch einen der zahlreichen Schläge eingetreten war, aber es war nicht möglich, genau zu bestimmen, welcher. Christopher behauptete, er habe sich bis zum vollständigen Gedächtnisverlust in einem Zustand der Trunkenheit befunden. Die Anwälte bestanden darauf, dass er in diesem Zustand nicht in der Lage gewesen sei, seine Handlungen bewusst zu planen oder böswillige Absichten zu haben. Die Entscheidung über die Einstufung der Straftat blieb jedoch den Geschworenen überlassen. Obwohl keine Beweise dafür vorlagen, dass er das Verbrechen im Voraus geplant oder versucht hatte, Spuren zu verwischen, bedeutete dies nicht, dass Christopher nicht bewusst handelte, was ihm vorgeworfen wurde. Für eine Verurteilung war es nicht erforderlich, dass Christopher sich an die Geschehnisse erinnern konnte. Die Anzahl der Taylor zugefügten Verletzungen deutete auf einen längeren Angriff hin, währenddessen er genügend Zeit gehabt hätte aufzuhören. Jede Verletzung konnte als separate bewusste Handlung angesehen werden. Die Verwendung von 3 verschiedenen Gegenständen, einem Baseballschläger, einem Messer und einem Schraubenzieher, ließ ebenfalls vermuten, dass die Tat nicht spontan, sondern vorsätzlich begangen wurde. Obwohl sich alle Tatwerkzeuge in der Wohnung befanden, musste Christopher sie während des Angriffs mindestens 2-mal wechseln. Die materiellen Beweise deuteten darauf hin, dass sich der Vorfall in mehreren Bereichen der Wohnung ereignet hatte. Der Angriff begann an einer Stelle und setzte sich in anderen Räumen fort, was auf gezielte Handlungen hindeutete. Nach der Tat verließ er die Wohnung, was auf ein Bewusstsein für die Folgen hindeutete. Der Gerichtsmediziner Dr. Dennis Cleany, der die Autopsie durchführte, bestätigte, dass die Todesursache multiple Verletzungen durch stumpfe Gegenstände waren. Die Anklage beharrte darauf,
dass Taylors Tod das Ergebnis der allgemeinen Art des Angriffs war. Der Experte konnte nicht genau sagen, welcher Schlag tödlich war. Die Staatsanwälte lenkten die Aufmerksamkeit der Geschworenen auf die Stichwunden, insbesondere auf diejenigen, die laut Christopher selbst die letzten waren, als er ihr in die Brust stach. Der Experte wies jedoch darauf hin, dass einige der Verletzungen durch einen Sturz verursacht worden sein könnten. Diese Möglichkeit konnte nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Analyse ergab, dass Taylor eine erhebliche Menge Alkohol im Blut hatte. Die Verteidigung bestand darauf, dass bereits einer der ersten Schläge tödlich gewesen sein könnte und die nachfolgenden Verletzungen keinen Einfluss auf die rechtliche Bewertung des Vorfalls hatten. Daher war nach Ansicht der Verteidigung die Vorsätzlichkeit jeder einzelnen Handlung nicht entscheidend. Christopher sagte vor Gericht zu seiner Verteidigung aus: Dies war wahrscheinlich seine einzige Chance, das Geschehene als Tragödie darzustellen, die durch einen plötzlichen Gefühlsausbruch verursacht wurde und nicht als kaltblütig geplante Tat. Unter Eid änderte er erneut seine Aussage. Nun konnte er sich nicht mehr daran erinnern, ein Messer benutzt zu haben. Er behauptete, das Letzte, woran er sich erinnern könne, sei, dass sie im Bett gelegen und geredet hätten. Zuvor hatte er erzählt, Taylor habe angeblich ein Messer gegriffen und ihn verletzt, woraufhin er sie weggestoßen und einen Baseballschläger genommen habe. Nun leugnete er diese Version vollständig und gab zu, sie erfunden zu haben. Gleichzeitig bestätigte er, dass es tatsächlich Schläge mit dem Baseballschläger gegeben habe und dass Taylor, soweit er sich erinnern könne, bei einem davon mit dem Rücken zu ihm gestanden habe. Auf die Frage nach seinem Geständnis, während des Verhörs ein Messer benutzt zu haben, antwortete er, dass er damals wirklich geglaubt habe, dass dies geschehen sei. Seinen Angaben zufolge wollte er ihr Leiden beenden, da er ihr bereits zahlreiche Verletzungen zugefügt hatte. In seinem Schlussplädoyer griff der leitende Anwalt von Christopher, Miguel Pentis, erneut auf einen ungewöhnlichen Vergleich zurück. Entgegen der Behauptung der Anklage, dass jede der fast 60 Wunden eine separate bewusste Entscheidung gewesen sei, erklärte die Verteidigung, dass die Handlungen des Angeklagten nicht in mehrere Episoden unterteilt werden könnten, sondern ein einziges kontinuierliches impulsives Verhalten darstellten. Rechtsanwalt Pentis beendete seine Rede, indem er die Straftat als eine einzige kontinuierliche Handlung darstellte und sie mit so alltäglichen Dingen wie Gehen oder Essen verglich. Seinen Worten zufolge denkt ein Mensch beim Gehen oder Essen nicht über jeden Schritt oder jeden Bissen nach, er tut es einfach. In ähnlicher Weise, so Pentis, seien Christophers Handlungen an diesem Abend keine Abfolge wohlüberlegter Entscheidungen gewesen, sondern das Ergebnis eines einzigen emotionalen Impulses, in den er versunken sei und den er nicht mehr stoppen konnte. Er vermutete, dass alles sehr schnell gegangen sei. Seiner Version zufolge begann und endete der Angriff in der Küche. Pentis betonte, dass es keine Anzeichen dafür gab, dass Taylor sich nach Beginn des Konflikts in der Wohnung bewegen konnte, was seiner Meinung nach auf ihren fast sofortigen Tod hindeutet. Er wies auch darauf hin, dass Handlungen, die nach dem Tod begangen werden, nicht als Verbrechen ersten Grades eingestuft werden können, da eine Absicht nicht nachträglich entstehen kann. In diesem Fall handelt es sich um eine andere Straftat, die nicht im Rahmen der Anklage berücksichtigt wurde. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Scott Brad Larson war mit dieser Auslegung jedoch nicht einverstanden. Er erinnerte die Geschworenen daran, dass die Beweise am Tatort dieser Version widersprechen. Darüber hinaus stimmte die zweite Version von Christophers Aussage, die er während des Verhörs gemacht hatte, vollständig mit den Feststellungen am Tatort überein. Larson erinnerte daran, dass Christopher, als die Ermittler Druck auf ihn ausübten, gestanden hatte, Taylor möglicherweise mit einem Messer gestochen zu haben, um ihre Leiden zu beenden. Der Staatsanwalt betonte, dass der Angeklagte selbst gesagt habe, er habe dies bewusst getan, da er sich des Zustands des Opfers nach den vorherigen Verletzungen bewusst gewesen sei. Diese Worte seien laut der Anklage ein klarer Beweis für die Absicht, die Tat zu Ende zu bringen und damit für das Vorliegen eines Vorsatzes. Er forderte die Geschworenen auf, zu überlegen, welche der Versionen von Christopher tatsächlich den Tatsachen entspricht. Er erinnerte daran, dass die erste Geschichte, die der Angeklagte erzählt hatte, von ihm selbst als erfunden bezeichnet worden war, während die zweite Version, in der er den Einsatz aller Tatwerkzeuge gestand, vollständig mit den Beweisen am Tatort übereinstimmte. Nach 2-stündiger Beratung fällten die Geschworenen ihr Urteil. Christopher wurde des Verbrechens ersten Grades für schuldig befunden.
Außerdem wurde er des vorsätzlichen Angriffs mit schwerer Körperverletzung für schuldig befunden. Das Urteil nach dem ersten Anklagepunkt sieht automatisch eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung vor. Die endgültige Verkündung des Urteils ist für den 30. Mai 2025 angesetzt. Es wird erwartet, dass bei dieser Verhandlung mehrere Familienmitglieder, darunter Taylors Mutter Lisa, zu den Folgen der Tragödie Stellung nehmen werden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.